Was ist eigentlich Local Branding? Mein Name ist Michael Berner, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und ich zeige Ihnen jetzt mal hier den neuen Trend zum Thema Local Branding. Ja, Markenführung, Branding, ne? Ein großes Wort. Viele denken immer sofort an globale Marken, Coca-Cola, Pepsi und Co. Ja, und merken dann, oh, das könnte ja vielleicht im lokalen Kontext auch funktionieren. Das heißt, wie kann ich eigentlich meine Marke lokal relevant machen? Wir merken das gerade im Internet, wenn Sie bestimmte Suchbegriffe bei Google zum Beispiel haben, dann wird immer sofort so ein Kartenausschnitt gespielt. Weil Google zum Beispiel weiß, naja, wenn es um Pizza geht, dann interessiert mich vielleicht der Pizzaservice aus meiner Stadt und eben nicht der Pizzaservice aus New York. Also Lokalisierung wird über das Thema Digitalisierung nochmal viel interessanter. Auch interessant, ja. Also wir sprechen über das globale Dorf und über eine Webseite kann man weltweit sichtbar werden. Und plötzlich drehen die großen Tech-Unternehmen wie Facebook, Google und Co. den Mechanismus um und machen die Lokalität plötzlich relevant. Das ist natürlich für Marken dann auch interessant. Ja, es gibt dieses klassische alte Beispiel über Senf. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind Senfhersteller. Ja, dann wird der Senf in Norddeutschland eher scharf gegessen und in Süddeutschland eher süß gegessen. Ja, welchen Senf stellen Sie jetzt her? Mittelscharfen? Ja, oder lokalisieren Sie Ihre Marketingaktivitäten? So, und das ist eigentlich genau der Ansatzpunkt zu sagen, alles klar, ja, jetzt mache ich aus meinem Senf 2 Sorten, eine scharfe, eine mittlere oder vielleicht auch noch eine dritte und die süße. Und jetzt versuche ich lokal diese Marken dann noch zu verankern. Ich suche mir also jetzt Partner, mit denen ich halt in den Vertriebsstrukturen damit arbeiten kann. Wenn Sie das nächste Mal in Ihren Supermarkt gehen, dann werden Sie vielleicht sogar so eine Ecke da finden, unsere lokalen Produkte vom Bauern um die Ecke. So hat man gemerkt, viele Kunden sind bereit, mehr zu bezahlen, wenn sie das gute Gefühl haben und sagen, ja, dieser Apfel kommt hier aus der Region oder diese Tomate oder das Produkt, was ich da kaufen kann. Also Lokalisierung von Marketingkampagnen, von Produkten, von Markenauftritten. Wie macht man das? Relativ einfach. Man sucht sich lokale Partner. Sie brauchen einen vor Ort. Sie brauchen den Lokalkolorit im Sinne von Sprache, Visualisierung etc. Wir kommen ja aus Köln. Da ist es dann sehr naheliegend, dass man plötzlich mit solchen Themen wie dem Kölner Dom, mit dem FC, mit der kölschen Sprache arbeitet, während man in Bayern halt eben ganz andere Themen ausspielen kann. Jetzt hätte man vor einigen Jahren gesagt, naja, das ist ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt halt eben meine schöne große Kampagne habe und ich schalte den Stern, den Spiegel und solche Zeitschriften, dann kriege ich das ja gar nicht lokal ausgesteuert. Dadurch, dass wir heutzutage im Online-Marketing sehr gut lokalisieren können, kann ich tatsächlich unter Umständen 10, 20 verschiedene Motive gestalten, die halt Lokalität abbilden, einen lokalen Partner vielleicht noch mit an Bord nehmen, also einen Vertriebspartner vor Ort, einen repräsentativen Kunden mit einbinden oder vielleicht auch weitere Vertriebspartner mit instrumentalisiere, um somit eine Lokalisierung durchzuführen. Relativ einfach umgesetzt, heute gut auszusteuern und hat für die Kunden eine höhere Relevanz. Also überprüfen Sie mal Ihre Marketingaktivitäten, inwieweit Sie Lokalisierung durchführen können und ich verspreche Ihnen, Sie werden eine höhere Wirksamkeit, mehr Relevanz und damit auch eine bessere Reichweite, Interaktion und am Ende des Tages auch ein besseres Geschäft dabei realisieren. Ich hoffe, das hat gepasst. Schauen Sie sich mal in unseren anderen Videos um oder auf unserer Webseite, wo wir viele Beispiele haben für Lokalisierung und vielleicht ist was dabei, was Sie interessiert und wünsche Ihnen damit viel Spaß.